Moin Moin und herzlich willkommen bei Santory. Schön, dass du hier bist. Ja, ich hatte es ja schon mal angeteasert und nun ist es soweit. Ich stelle euch das ganz wundervolle Akaisos von der Marke von dem Parfümeur Pierre Julien vor. Gleich mal vorab, ich habe mich informiert, wie es denn nun wirklich ausgesprochen wird. Ich bin ganz ehrlich, ich habe bis dato Akaisos gesagt. Es wird aber wohl eher wie so ein K, also Akaisos ausgesprochen. Aber verzeiht mir bitte, wenn auch das nicht zu 100% korrekt ist. Ja, kleine Sünden bestraft das Leben. Ich hätte mal damals im Französischkurs besser aufpassen müssen. Ja, dann könnte ich es heute vernünftig aussprechen. Aber darum soll es ja gar nicht gehen. Es geht nämlich um dieses wundervolle Parfum. Und wir starten wie immer mit der Flakon-Präsentation. Ihr seht hier den pechschwarzen, schicken Flakon. Ich denke, ihr könnt es erkennen, es ist jetzt nicht so die Standard-Flakonform, sondern etwas oval. Ja, man kann es gut erkennen. Finde ich auch mal ganz nett. Dann haben wir hier unten wie immer die Batch-Information. Und leidiges Thema, leider auch bei der Marke. Die Kappe, der Deckel, der ist absolut gar nichts. Billig, muss man wirklich so sagen. Aus Plastik, aus Kunststoff. Für mich einfach unverständlich. Nischenmarken wollen so besonders sein, sind auch so besonders, aber legen so oft, warum auch immer, keinen Wert auf den Deckel, auf die Kappe. Macht für mich, weil ich eben darauf Wert lege, immer so ein bisschen den Gesamteindruck kaputt. Da würde ich mir wünschen, dass die Marke so ein bisschen nachbessert. Ja, unverständlich, aber naja gut. Der Zerstäuber ist wiederum gut, kann man nicht sagen. Und man muss auch sagen, hier süfft nichts. Das kennt man von anderen Marken auch anders, leider. Aber hier ist absolut alles dicht, also alles soweit in Ordnung. Also ganz tolles Flakon-Design, Deckel mal so ein bisschen ausgeklammert. So, die Verpackung sieht auch ganz nett aus. Duftnoten, da kommen wir nachher drauf zu sprechen. So, hier oben haben wir den Namen. Und die Schatulle ist echt cool, da steckt das Parfum drin. Ist übrigens zum Aufklappen. Ich dachte damals, ist es zum Aufschieben, aber nein. Und was man auch positiv hervorheben muss, ist, dass der Flakon hier bombenfest drin sitzt. Also, ich zeige euch das gerne mal. Ihr seht es, da fällt nichts heraus. Auch das kennt man leider von anderen Marken anders. Da kommt ein gefühlt der Flakon immer entgegen. Also das ist hier definitiv super gut gelöst und insgesamt für mich eine ganz tolle Verpackung, eine ganz tolle Aufmachung. Wie gesagt, wenn wir mal vom Deckel so ein bisschen absehen. So, Akaisos, ein ganz tolles Parfum. Die Duftnoten blende ich euch ein. Man kann es aber insofern abkürzen, weil hier der Main Player ganz klar eben die schwarze Johannisbeere ist. Also man riecht die schwarze Johannisbeere eigentlich vom Anfang an bis zum Ende heraus. Und schwarze Johannisbeere trifft es wirklich auch sehr gut. Ihr müsst euch so eine überreife Johannisbeere vorstellen. Ihr kennt das sicherlich. So, wenn die so überreif ist, man kann sie gerade noch so essen, fängt gefühlt schon so langsam an schlecht zu werden. Aber das meine ich jetzt im positiven Sinne, die ist wirklich so überreif. Und man riecht diese Note, diese schwarze Johannisbeere wirklich heraus. Und jetzt würde man ja denken, durch diese intensive Fruchtnote ist es jetzt vielleicht irgendwie eben so ein Fruchtparfum. Das ist es natürlich irgendwo in Anführungsstrichen, aber wir haben hier eine sehr deutliche und wahrnehmbare Pfeffernote. Dadurch bekommt das Parfum eine gewisse Würze. Und hier wird mit verschiedenen Moschusarbeiten und mit einer hölzernen Basis gearbeitet. Und das macht es für mich zu einem sehr maskulinen Parfum. Also wir haben diese ganz dunkle Beere, dazu eine pfeffrige Note und dazu eben Moschusnoten und so eine hölzerne Basis. Und das macht es, wie gesagt, sehr anziehend, sehr maskulin und ganz wundervoll. Ist für mich hier so im deutschsprachigen Raum auch so ein bisschen unterm Radar. Also es ist wirklich sehr besonders, wenn ihr mal ein besonderes Parfum haben wollt, was wirklich mal so komplett anders riecht, so als der Mainstream, dann besorgt euch wirklich Akaisos. Eine ganz klare Empfehlung. Zur Haltbarkeit-Triage muss ich sagen, die Haltbarkeit ist okay. Hier liegen wir so bei circa 6 Stunden. Geht besser, geht schlechter.
Die Sillage ist unterdurchschnittlich, da bin ich auch ehrlich, aber ich habe da ja sowieso so eine etwas andere Einstellung zu. Kurz angerissen, für mich gibt es kein Parfum mit einer schlechten Haltbarkeit, mit einer schlechten Sillage, sondern es gibt nur Parfums, die eignen sich für die eine Situation besser, für draußen, für Clubbing, für was auch immer. Und andere Parfums eignen sich wiederum für andere Situationen, wenn es mal ein bisschen ruhiger, subtiler sein soll. Arbeit, Büro, Familie, wie auch immer. Und dafür ist eben Acquaesus. Sillage ist so ein bisschen so Molecule-Style, das heißt, ihr habt jetzt nicht so eine Duftaura, die euch die ganze Zeit umgibt, sondern es kommt immer mal wieder hoch. Und das macht eben aber auch, finde ich, so ja, den Charme aus. Dadurch ist es sehr besonders, es kommt immer mal wieder hoch. Man nimmt es dann eben plötzlich wahr, man ist ganz überrascht und dadurch, dass es auch so wundervoll riecht, also ja, ich finde, das macht wirklich dieses Parfum aus, es ist ganz besonders. Kondition 50 ml, 105 Euro, 100 ml, 150 Euro, das sind eben die 100 ml. Ja, wenn ihr jetzt so auf Haltbarkeit, Sillage Wert legt, dann ist es tatsächlich nichts für euch, aber ich kann euch den Tipp geben, probiert es aus. Ihr werdet wirklich begeistert sein. Es ist wirklich sehr, sehr wundervoll. Zum Parfümeur, Pierre Joyen ist ein, ja, nicht mehr ganz so junger, also er wird, ich muss anders sagen, er wird als aufstrebender Parfümeur genannt, ist aber mittlerweile auch schon Anfang, Mitte 40, gilt aber so in der Nischenwelt als sehr talentierter Parfümeur, hat auch schon mit Anfang 20 seine eigenen Parfums kreiert und so weiter und so fort. Vor einigen Jahren dann die Marke gegründet. Ich habe gehört, es ist nicht bestätigt, nicht offiziell. Ich weiß, um ehrlich zu sein, also auch nicht, ob es stimmt. Aber ich habe gehört, dass er auch in Zukunft für große Parfummarken, Parfumhäuser kreieren soll. Ja, werden wir ja dann sicherlich mitbekommen. Also, wundervolles Parfum. Abschließend zusammengefasst, eine sehr intensive, durchgehend wahrnehmbare schwarze Johannisbeere, unterlegt mit einer Pfeffernote, Moschusnoten und mit so einer hölzernen Basis. Sehr maskulin, sehr anziehend, sehr sexy. Haltbarkeit und Sillage ist ja, mehr oder weniger gut, Sillage eher weniger gut. Aber eine ganz klare Empfehlung. Das soll es gewesen sein. Danke, dass du reingeschaut hast. Du kennst das Spiel oder ihr kennt das Spiel bestimmt. Glocke aktivieren. Wenn dir mein Kanal, wenn dir meine Videos gefallen, dann lass doch auch ruhig ein Abo da. Dir tut's nicht weh, mich unterstützt es und vor allem freue ich mich wirklich darüber. Und schaut auch gerne mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei. Ist alles unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr mich auch gerne mal privat anschreiben. Da können wir auch so ein bisschen tickern und schreiben und freue ich mich. Und ja, danke und bleibt gesund.